107 Jahre, 1919 geboren. Und im Krieg, habe ich gelesen, waren Sie Bordfunker. Ja, über Russland, Moskau geflogen. Aber nicht ich, der Pilot. Ich habe Angst gehabt. Angst. Da über Moskau. Vielleicht, bumm. Aber Gott sei Dank, Pilot, schnell. Sonst sind wir auch herunter. Was hat denn die Welt aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt? Nichts gelernt. Kein Krieg. Friede. Einmal genug. Nie wieder. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von noch 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Einfach unten klicken. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? 107 Jahre. 107 Jahre. Ja, Am 6. Februar. 1919 geboren. Und wie fühlt sich das an, jetzt 107 Jahre zu sein? Aber dann noch gut. Ja. Spreche Latein auch. Latein. Latein. In nomine Domini. Et cum Spiritu Sanctus Amen. Oder? Verstehen? Sie sprechen ja 5 Sprachen. 5 Sprachen. Ah. Da wird mir schon langsam viel. Kaputt. Tutti kaputti. 1919 seien Sie auf die Welt gekommen. Ja, Wie war das damals so, in der Zeit aufzuwachsen, 1919? I don't know. Damals war der Erste Weltkrieg vorbei. Und Sie sind gerade dann 4 Monate später quasi auf die Welt gekommen, im Februar 1919. Wer? Ja, Sie, gerade wie der Erste Weltkrieg aus war, 4 Monate später sind Sie auf die Welt gekommen. Ja. Erste Republik in Österreich. Erste Republik, ja. First Republik. Wie war das damals in der Ersten Republik, wie Sie aufgewachsen sind? Haben Sie in Ihrer Familie viel zu essen gehabt, wenig zu essen? Haben Sie Hunger oft gehabt in der Kindheit? Hab schon Hunger gehabt. Hunger. Nicht zum Essen. Nicht einmal Brot. Zu wenig Brot. Ja, junger Mensch braucht ja Essen. Wie war denn das 1938, wie der Hitler in Österreich gekommen ist? Was ist denn dann so anders geworden? Hab nur gestaunt, dass so viele Menschen, viele, Hände hoch, Reichsarbeitsdienst, 8 Monate. Haben Sie da mit dem Spaten marschieren müssen? Mit dem Spaten? Ja, mit Staaten. Viel gearbeitet. Und das war schon bevor der Krieg war, wie Sie in den Reichsarbeitsdienst gekommen sein, oder nach dem Kriegsbeginn? Nein, da war noch kein Krieg.
kein Krieg. Also vorher waren Sie schon beim Reichsarbeitsdienst, bevor der Krieg angefangen hat. Ja, Und dann hat der Krieg angefangen im September 1939. ja. Habe Einrichtungsbefehl bekommen. Sie müssen am 20. Dezember in Wien sein. Von Innsbruck nach Wien. Und im Krieg, habe ich gelesen, waren Sie Bordfunker im Flugzeug. Ja, habe 9 Monate Ausbildung gehabt als Bordfunker. Schule in Nordhausen, in Thüringen. Wo seien Sie dann hingekommen, wie es dann mit der Ausbildung fertig waren als Bordfunker? Wo seien Sie dann hingekommen? Russland. Über Russland, Moskau geflogen. Aber nicht ich, der Pilot. Und danach Athen, Griechenland, dann Frankreich und keine ganz Europa. Da habe ich Aufklärung gemacht für die Panzer in Russland. Oh. Also, tutti kaputti. Wie, Je suis fatigué. Verstehen? Je suis fatigué. Ich bin müde. Französisch. wie oft seien Sie da geflogen? Wie oft insgesamt? Ja, 10-mal circa. Aber immer wieder anders. Einmal mit der Weihe, dem Jungfer und dann, das neueste Flugzeug, das war dann, mir fällt der Name momentan nicht ein. Die Heinkel? Hä? Heinkel? Andere. Mir fällt momentan der Name nicht ein. Das war das dritte Flugzeug. Wie viele Leute waren denn da im Flugzeug? Wie viele Leute? Der Pilot und ich. Niemand. Mit der Messerschmitt? War das das? Messerschmitt. 110. Ja. Vorne Pilot und hinten ich. Das war meine Arbeit. Als Funker? Funker, Bordfunker, oben im Flugzeug. Haben Sie da viele gekannt, Freunde, Kollegen, die abgeschossen geworden sind? Ja, ein Wiener, mein Kollege, der ist gestorben dann. Ja. Ich habe Angst gehabt, Angst. Da über Moskau, vielleicht, bumm. Aber Gott sei Dank, Pilot, schnell. Sonst sind wir auch herunten. Und dann Gefangenschaft, gefangen von den Amerikanern. Wann seien Sie denn da in Gefangenschaft gekommen? In welchem Jahr? Das war 1945 war das, ja. Und wie lange waren Sie da in Gefangenschaft? Wie lange? Ja,
ungefähr 4 Wochen, nicht länger. Aber da auch zu wenig Essen, zu wenig Brot. Wie seien Sie denn dann heimgekommen? Wie war denn das nachher dann? Wohnung, das Haus bombardiert. Ich habe nicht mehr zurück können. Andere Wohnung suchen. War kaputt. Haus kaputt. Und nichts mehr essen. Stimmt. Und was können wir tun, dass sich das nicht noch einmal wiederholt? Nein, danke. Kein Krieg mehr. Ich will kein Krieg. Nein. Und was können wir tun, dass wir da keinen Krieg mehr anfangen? Was ist da wichtig, dass man das... Ich kann gar nichts machen. Politik ist die Politik. Ich kann nichts machen. Wie geht's Ihnen da, wenn Sie in der Zeitung lesen, dass da wieder überall mehr Kriege anfangen? Abscheulich. Abscheulich. Na, ich erlebe keinen Krieg mehr, hoffentlich. Weil Sie haben ja den ganzen Krieg leider miterleben müssen. Sie waren ja so junger Ja, junger Mensch. und dann wird man da eingeschmissen. Was habe ich? Und dann wird man als junger Mensch da hineingeworfen und da muss man jetzt mitmachen. Ja. Es war alles ein Muss. Nicht freiwillig. Na, Was wäre passiert, wenn Sie nicht eingerückt wären? Was wäre dann passiert? Todesstrafe. Muss. Da, keine Operation auch gehabt. Mit dem Magen nach dem Krieg. Schlechtes Essen, wenig Brot, wenig. Furchtbar. Und dann nach dem Krieg haben Sie gesagt, 8 Jahre lang haben Sie studiert in Innsbruck. Ja. An der Universität Innsbruck. Und bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck haben Sie auch mitgewirkt. Ja, der war Eingangschef. Der Polizeioffizier kommt zu mir, sagt er, passen Sie gut auf. Alle Leute haben einen Ausweis. Sonst geht nicht. Und wie haben Sie dann die Frau kennengelernt? Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt gehabt? Ein Zufall. In Ils, spazieren gegangen. In Ils. Ist auch, Innsbruck auch schön. Ja. Und da haben Sie dann die Frau gesehen beim Spazieren. Und beim Spazierengehen haben Sie die Frau nachher dann gesehen. Ja, habe ich gesehen, ja. Und wie lange waren Sie verheiratet mit der Frau? Wie viele Jahre? 20 Jahre. Ich habe 2 Töchter. Und was haben Sie gemacht, dass Sie 107 Jahre geworden sind? Was haben Sie da gemacht? Fragen lieben Gott. Nein, sehr gesund gelebt. Ja. Haben Sie geraucht, haben Sie getrunken? Nein, kein Alkohol, kein Nikotin, nichts. Solide. Und Sie machen ja immer noch Kreuzworträtsel. Ja. Ich bin nicht fertig geworden. Ja. Und da, Aber das machen Sie jeden Tag, wenn es geht. nein, ich bin oft einmal mehr im Bett
als die Arbeit. Naja, Ja. ist erlaubt mit 107. Und was würden Sie sagen, was ist wichtig im Leben? Was ist wichtig im Leben? Arbeit und Studium. Haben Sie das gern gemacht, die Arbeit und das Studieren? Haben Sie das gern gemacht? Ja, gerne. Ich bin bei der EBB 35 Jahre gewesen. Viel geleistet. Reisen gemacht mit Pensionistenverband. Roland und Rosi. Ja. War gut. Wie viele Jahre haben Sie denn das gemacht? Wie viele Jahre sind Sie denn da mit gewesen? Über 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre? Nein, war 40. Boah. Aber ich habe Sport gemacht. Sport, Skifahren, Langlaufen, Radfahren, Moped fahren. Bin Moped, aber Moped gehabt, schwarzes Buch, Moped. Also immer viel Sport gemacht auch. Immer Sport gemacht haben Sie auch viel. Auch, ja, viel Sport. Und welchen Ratschlag geben Sie den Zusehern mit? Welchen Lebensratschlag oder welche Botschaft? Eine Botschaft Ja, für andere. für die Zuschauer, die was das jetzt dann sehen werden nachher dann. Alle gesund und kein Krieg. Sollen alle gesund sein, kein Krieg und auch lange leben. Was ist der Sinn im Leben? Das sind Ja. Frage. Warum Bourgeois? Rien. Und als letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Kein Krieg. Friede. Das war wichtig. Und genug zu essen. Die Welt stirbt nicht aus, außer der nächste Krieg. I hope not.